Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. So, nachdem wir gestern in Teruel endlich unser Paket in Empfang nehmen konnten, sind wir weitergefahren Richtung Nationalpark. Da sind wir auch jetzt. Wir sind seit ungefähr 1,5 Stunden im Nationalpark unterwegs gewesen. Teilweise waren die Straßen wirklich sehr, sehr schlecht. Es sind große Löcher in den Straßen, die auch manchmal sehr tief sind. Das hat man aber nicht immer gesehen, weil halt auch Wasser drin war. Die musste man dann wirklich geschmeidig umfahren. Und ja, hier sind wir jetzt mitten im Nationalpark. Es ist wunderschön, eine absolute Ruhe. Wir haben schon ganz, ganz viele Rehe und Hirsche gesehen, die uns teilweise die Straße überquert haben vor unserem Auto. Also man muss ja auch wirklich sehr, sehr langsam fahren. Und hier ist absolut nichts und niemand. Hier hat man 0 Handyempfang. Es ist absolut kein Netz, nicht mal Google Maps funktioniert vernünftig. Und hier ist es dann passiert. Ich habe mich schon immer gefragt, wann ist es wohl soweit? Wann haben wir unseren ersten Platten? Wann haben wir unsere erste Panne? So, und hier ist es jetzt soweit. Wir haben, nachdem wir an so einem Waldparkplatz vorbeigefahren sind, etwa 2 Kilometer weiter, haben wir dann festgestellt, oh Scheiße, irgendwas stimmt nicht. Bin ich angehalten und wir hatten einen Platten hinten auf der Fahrerseite, das erste Rad zum Glück, das äußere. Und ich habe dann nochmal versucht, ein bisschen Luft drauf zu geben. Es war wirklich nichts mehr, gar kein Reifendruck mehr drauf. Und habe dann 1,8 Bar, 1,85 Bar reingekriegt. Wir sind dann umgedreht und haben diesen Waldparkplatz hier angesteuert. Ja, es war schon dunkel mittlerweile. Wir haben dann erstmal hier übernachtet und nach diesen 2 Kilometern war die Luft auch komplett wieder raus, also der war wieder komplett platt. Ja, und jetzt stehen wir hier im Nirgendwo, ohne Netz, ohne alles. Wir wissen nicht, wie weit es bis zur nächsten Stadt ist, können wir halt nicht gucken. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir unseren Reifen wechseln. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Nach dem Frühstück machen wir uns an die Arbeit. Zuallererst muss unser Keller ausgeräumt werden. Wir brauchen das Reserverad aus der Garage und möchten so viel Gewicht wie möglich von der Hinterachse nehmen. Schatz, kannst du mir noch mal den Kompressor bringen, bitte? Der ist drin, der liegt vorne. Ne, der ist fürs Vordere und der ist fürs Hintere. Der ist fürs Vordere. Ah, scheiße. Na, so ein Rad habe ich auch noch nie gewechselt. Stopp! So, lass mal erstmal.
Da pustet schon wieder jemand ganz gewaltig. Das scheint am guten Camperessen zu liegen. Es gibt oft Nudeln. Die Hubstütze allein reicht nicht aus. Um das Reserverad aufzuziehen und die letzten 2 cm hochzubocken, müssen wir unseren Wagenheber dazu holen. So, der Reifen ist gewechselt. Das war ein ziemlicher Kraftakt, weil die Schrauben, die waren sowas von fest. Das hat ewig lange gedauert, bis wir die irgendwie lösen konnten. Dann mussten wir uns eine Verlängerung bauen. Da ist zwar eine Verlängerung bei, wir haben vorne bei dem Hümer ist es so, dass vorne beim Beifahrersitz im Fußraum, wenn man den Teppich hoch macht, ist da eine Klappe und da ist der Wagenheber, das ist ein schöner Wagenheber, den man ganz weit hochpumpen kann. Wir haben mit einer Hubstütze von unserer Hubstützenanlage auch gearbeitet und da erstmal hochgefahren und dann zum Schluss mussten wir aber den Wagenheber noch benutzen, weil das nicht gereicht hat mit der Hubstütze. Und ja, das war ein ziemlicher Kraftakt, diesen Reifen zu wechseln. Umso mehr regt es uns auf, dass das Reserverad, was wir jetzt, das ist ein vollwertiges Rad, das könnten wir eigentlich drauf lassen. Und wir müssten eigentlich nur das Rad, was wir jetzt runtergenommen haben, einmal einen neuen Reifen drauf machen lassen und dann hinten wieder reinschmeißen als Reserverad. So, und der nette Mann, wo wir das Wohnmobil gekauft haben, der hat uns da ein richtig schönes faules Ei ins Nest gelegt. Wir hatten das nämlich beanstandet, dass ein Reifen kaputt war. Der war richtig so leicht aufgerissen. Und ja, das hatten wir beanstandet, den wollte er noch wechseln. Und dann hat er doch einfach eben das Reserverad genommen und aufgezogen und uns diesen kaputten Reifen als Reserverad hinten in die Garage gepackt. So, das finde ich unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr enttäuschend auch und ja, geht gar nicht sowas. Wer es nicht hat, ich kann es nur jedem empfehlen. Bevor wir losgefahren sind, haben wir uns noch so einen Kompressor bei Amazon bestellt und den hinten in die Garage geschmissen für alle Fälle. Da können wir unsere Fahrräder mit aufpumpen, da können wir die Autoreifen mit aufpumpen, hin und wieder zwischendurch mal Luftdruck kontrollieren und da sind sämtliche Adapter mit bei, da kann man auch Schlauchboote und all so ein Kram mit aufpumpen. So, und da werde ich jetzt erstmal Luft auf die Reifen geben. Das war ich. Also zu sehen ist an dem Reifen überhaupt nichts. Ich habe da kein Loch oder irgendwie einen Riss oder so gefunden. Ich werde den jetzt nochmal aufpumpen und gucken, ob der die Luft wieder verliert, weil dann kann ich wenigstens auch ausschließen, dass das eventuell was mit dieser Ventilbrücke zu tun hat, die vor dem Reifen sitzt, weil das ja 2 Reifen sind auf der Achse bzw. 4. Ob das schon Luft verloren hat. Soll ich schon mal fahren, dann bleibe ich hier, wenn du fährst. Du kannst eben schon mal fahren. Komisch, bis jetzt hält er die Luft. Es ist schon wieder recht spät geworden und wir beschließen, noch eine Nacht zu bleiben. Schließlich haben wir noch nicht viel von der Umgebung gesehen. Wir kochen was Leckeres und lassen den Tag gemütlich ausklingen.
Wir haben eine weitere Nacht hier im Nationalpark verbracht. Heute ist der 1. Januar. Das erste Mal in meinem Leben habe ich zu Silvester weder einen Böller gehört, noch eine Rakete gesehen oder irgendwie sowas. Und Handynetz haben wir seit 2 Tagen auch keins. Das ist auch Premiere. Komm her, Mausel. Hier ist mitten im Wald ein riesengroßes Loch im Boden. Ich stehe da jetzt am Rand und das ist so ein riesengroßes, das ist wie so ein riesengroßer Krater. Ich weiß nicht, ob hier mal ein Meteorit eingeschlagen ist. Es sieht fast so aus. Wenn ich hier am Rand stehe und in dieses Loch gucke, habe ich echt Probleme, richtig zu gucken. Ich kann gar nicht richtig, so weit und so groß ist dieses Loch. Ich kann überhaupt gar nicht richtig fokussieren oder so. Das ist ganz komisch, wenn man da so runter guckt. Krass. Sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also da wird einem richtig schwindelig, wenn man da runter guckt. Schatz, komm mal schnell her, hier ist Bärenscheiße. Ach, hör auf, das warst du doch. Naja, ein Hase war das auf jeden Fall nicht. Das war bestimmt ein Elch. Hier sind nämlich ganz, ganz viele Rehe und Elche. Aber all die Kenner unter euch, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welchem Tier dieser Haufen zuzuordnen ist. So, wir haben den Übeltäter. Es ist wohl ein Hirsch. Und hier sind Hirschspuren und die sind echt nicht klein. Also wenn ich mal meinen Fuß daneben stelle, das ist schon ordentlich. Und hier sind Rehspuren. Die sind jetzt auch nicht gerade so klein. Ich habe Schuhgröße 39/40. Das Wetter ist toll und wir genießen die Ruhe im Park Natural de la Serrania de Cuenca. Am nächsten Tag verlassen wir diesen wunderbaren, ruhigen Ort und machen uns auf den Weg nach Villarejo de Fuentes. Aber dazu mehr beim nächsten Mal.